Ich habe Lust, ein bisschen deep anfangen und unpersönlich, also fangen wir da an. Wie brichst du als Mensch aus dem Rahmen? Das ist bei mir nicht so schwierig. Ich muss nur ich selber sein und ich bin schon immer aus dem Rahmen rausgesprengt. Ja, es war nicht immer so einfach gewesen, aber ich glaube, nichts im Leben, wo Gutes bringt, ist einfach. Und ich glaube, die Menschen müssen checken, dass Leiden und Glück sehr nah beieinander sind. Man kann nicht das Leben gestalten ohne Leiden, sondern man muss lernen, mit dem umgehen und die richtigen Leute um sich haben. Und Liebe verteilen, das ist sehr, sehr wichtig. Ich wollte jetzt deep und persönlich. Wie gehst du mit dem Erwartungsdruck um, immer neue Hits zu liefern? Ja, wir haben immer Hits. Einmal hören sie mehr Leute, einmal weniger, aber ich bin ein gesegneter Mensch. Ich habe noch nie in meinem Leben kreative Blockade gehabt. Ich liebe jeden Song, den ich mache. Und den Druck mache ich mir eigentlich selber. Also ich muss eher lernen, mit mir selber umzugehen, als mit dem Druck von außen. Aber das ist auch etwas, wo ich jetzt im Prozess bin, das zu lernen. Und an alle, die etwas machen wie ich, die schon immer gewusst haben, was sie in ihrem Leben wollen. Das grösste Geschenk, das dir Gott geben kann, ist, wenn du am Morgen aufstehst und du weißt, was du im Leben willst. Egal, ob du es erreichst oder nicht. Und nicht verloren umeinander dirst und nicht weißt, wohin. Also, den Hafen zu haben, wissen, was man aus seinem Leben machen will, das ist schon eigentlich alles. Wie balancierst du deine Musikkarriere mit deiner Rolle als Vater? Ja, es gibt nicht viel zu sagen. Nach der Geburt von meiner Tochter habe ich mir das Logo tätowiert. Sogar Familienmitglieder haben angefangen zu sagen, Loco oder Nico, such dir jetzt einen Job, mach etwas Ernstes. Und ich habe das Gegenteil gesagt, ich bin das Tattoo machen und habe gesagt, ich zeige meiner Tochter, dass Träume in Erfüllung gehen können. Ich sage ihr auch oft, dass Schule nur ein Rahmen ist, dass sie nicht gute Noten machen muss, dass man den Prozess muss loben. Das ist etwas, was eine Katastrophe ist. Wir fixieren uns immer auf das Resultat. Aber wichtig ist der Weg und wie jemand läuft. Also musst du ihn fürs Laufen loben und nicht fürs Ankommen. Und schwierige Momente sind die Momente, die einen weiterbringen, auch in der Erziehung. Wie entwickelst du deine Songs und Texte? Bruder, willst du auch, dass ich dir so antworte? Nein, er hat eine geile Stimme. Der Prozess bei mir ist kein Prozess zu haben. Ist schon immer so gewesen, das Leben ist auch so. Und ich glaube, umso mehr man einfach drauf losgeht, umso mehr entwickelt man auch eine Sicherheit in dem. Auch aufs Herz hören, wenn man das noch nie gemacht hat, braucht Zeit. So wie Velofahren, das kannst du nicht beim ersten Mal sofort, das kannst du auch nicht beim zweiten Mal sofort, das musst du immer wieder. Und auch aufs Herz hören geht nicht von heute auf morgen. Also das ist einmal noch eine wichtige Erklärung, wenn das so jemand sagt und ihr habt ein Bauchgefühl und ihr geht dem nach und ihr liegt falsch, dann macht es das nächste Mal trotzdem nochmal, macht es nochmal. Ja, weil das ist das, was einen weiterbringt. Was war für dich die schwierigste Live-Erfahrung? Habe ich auch schon einige gehabt. Aber die schwierigste Live-Erfahrung ist, glaube ich, wo wir das ganze Konzert im Kaufmal in Solothurn eigentlich kein In-Ear mehr hatten. Aber es war einer der krassesten Auftritte und die Band hat funktioniert, alle haben funktioniert und es ist einfach gegangen. Welche Person in deinem privaten Umfeld hat deinen Werdegang als Musiker am meisten geprägt? Ja, wieder meine Tochter. Vor ihr bin ich einfach nur ein Möchtegern gsi, der gemeint hat, er schafft viel und was seinen Traum verfolgt. Und nach ihrer Geburt bin ich zum Mann geworden und habe einfach jede freie Minute investiert. Und das ist auch etwas, was ich gerne weitergebe. Lebt nicht den Film, sondern arbeitet. Und arbeitet dann, wenn die Leute euch nicht sehen. Das ist die wichtigste Arbeit. Dann, wenn niemand sieht, dass ihr am Arbeiten sind. Und macht immer das Unbequemste als erstes. Komfortzone verlassen. Und ja, meine Tochter ist mein Motor und wird dann für immer bleiben. Sie weiß es und auch jetzt kann ich nicht weiter schnurren, sonst fange ich noch an heulen. Also gehen wir zu der nächsten Frage. Du bist ja kolumbianisch-schweizerischer Doppelbürger. Ja, Bruder. Welche Küche gefällt dir besser? Ich glaube beide. Ich habe gern Schnitzel. Nein, Schnitzel gehört, Rösti, würde ich sagen. Aber die Schweizer Küche ist jetzt nicht mega versiert. Aber ihr könnt mich korrigieren. Also ich habe gerne Carpons zum Beispiel, oder wie das schon wieder heisst, im Bündnerland. Ich finde Rösti mit Spiegelei ist einfach der absolute Shit. Und pero una bandeja paisa en Colombia, una cosa hermosa con carne, chicharrón, frijoles, plátano, verdura. Also die kolumbianische Küche ist meine Lieblingsküche. Aber wieso? Weil sie mich mit der Kindheit und mit meiner Wurzel erinnert. Also ich glaube, Liebe geht durch den Magen und der Magen geht durch die Liebe. Also auch der Appetit geht durchs Herz. Sagen wir es mal so. Das ist noch ein besserer Spruch. Also es ist schön, wenn man Gericht hat, wo man essen kann und man mit einer gewissen Erinnerung verbinden kann. Welche sind deine Top 5 Latin-Acts? Carlos Vives, Nummer 1. Ich weiss auch in mir, dass ich irgendeines Tages mit ihm ein Lied machen werde. Wieso ich auch immer das weiss. Das ist mein absoluter Traum. Das habe ich auch bis jetzt in jedem Interview als Antwort gegeben. Jetzt, wie ich ihn persönlich kennengelernt habe, mit ihm arbeiten, der Bull Nene, weil er einfach ein Mensch ist, der gecheckt hat, oder ein Musiker, dass Menschsein alles ist, damit du gute Musik machst. Dass du das Leben analysieren musst, dass du wachsen musst. Und sonst, ja, 5 ist ein bisschen zu viel zum Aufzählen mit meiner Impatienz, also mit meiner Ungeduld.
Aber auf jeden Fall jeder Künstler, wo Eier hat, auch sich mal einsetzen für eine Minderheit, wo nicht seinen Erfolg und den Materialismus über alles stellt, sondern auch ein bisschen die Verantwortung übernimmt, Sachen sagen, die sich andere nicht getrauen. Und leider gibt es da viel zu viele Künstler, die auf ihrer Fresse hocken bleiben. Trotz deiner Schweizer Wurzeln bleibst du deiner spanischen Sprache treu. Warum war und ist das für dich unverhandelbar? Also wenn wir jetzt über Mathematik ein Lied schreiben, dann würde ich es glaube ich auf Deutsch schreiben. Weil ich bin in der Schweiz in der Schule. Aber meine Sprache von den Gefühlen, meine Familiensprache ist Spanisch. Ich kann mich besser ausdrücken, ich schreibe mein Tagebuch auf Spanisch. Es ist meine Seelensprache. Und ja, und dann hat es noch einen coolen Nebeneffekt, dass du recht weit kommst über die Grenzen und so. Jetzt sind wir in Kolumbien am Tür aufmachen. Und ich werde irgendwann in Kolumbien leben. Das ist meine geografische Heimat. Ich merke das auch, dass es mir dort immer besser geht. Aber ich habe auch bei Sing meinen Song oder so habe ich ab und zu mal etwas auf Schweizerdeutsch gesungen, aber es fühlt sich dann so ein bisschen an, wie wenn man laufen würde, aber man spürt nicht den Boden unter den Füßen. Also man kann laufen, es ist alles gut, aber man fühlt sich dann bequemer im Spanisch. Welche ist deine schönste Live-Konzerterinnerung? Ich habe so viel. Aber ein schönes Feedback ist, wo man nachher redet, wo ich immer improvisiere in den Konzerten. Ich schnurre mega viel mit dem Publikum, weiss nachher einmal selber nicht, was ich geredet habe. Hat mir ein höherer Banker geschrieben, dass er seinen Nagel am Kopf, dass er seinen Job an den Nagel gehangen hat und jetzt 5 Jahre seiner Familie widmen. Also wenn ich merke, dass ich die Leute dazu bringen, eben auf ihr Herz zu hören oder ein bisschen das kanalisieren, dann ist das für mich die schönste Erfahrung. Welche Rahmen in deinem Leben sind wichtig? Ja, der da. Weil der hat mir gerade eine geile Plattform gegeben, um über mein Herz zu reden. Sachen sagen, die zum Teil andere Medien nicht haben ausstrahlen. Und an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch allen Jungs und Mädels für die schöne Erfahrung hier bei euch. Weiterhin viel Erfolg und ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal, wo ich vorbeikomme. Und jeder Künstler, der hierher kommt, macht das, geniessen es. Und jetzt muss ich etwas essen. Mal schauen, was das kolumbianische Restaurant in Basel ist. Ciao.